Hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute eine Traumtour gefunden. Ein vergessener Wanderweg mit einem traumhaften Blick auf den Plansee und die Zugspitze. Und das Beste an der Tour, es ist kein Mensch hier. Die Tour ist in den Tourenportalen als aufgegebener Wanderweg beschrieben, wo man kaum durchkäme, weil er zugewachsen ist. Aber es ist in Wirklichkeit ein wunderschöner Steig hier hoch mit einem grandiosen Ausblick. Kein schlechter Einstiegspunkt für so eine Wanderroute. Los geht's! Der Startpunkt ist hier beim Hotel Forelle. So heißt auch der Boost-Ausstiegeplatz hier. Die 1000 Höhenmeter starten jetzt. Was da so idyllisch anzuschauen ist. Da gehen wir jetzt hoch. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir da hochkommen, aber wird sich zeigen. Nach rund 50 Minuten und 250 Höhenmeter verlassen wir jetzt diesen Forstweg. Hier sind zwar ein paar Schilder, aber die zeigen keines davon in die Richtung, wo wir jetzt gehen. Das ist nämlich der Einstieg hier. Leicht zu übersehen, aber schaut schon mal gut aus. Es geht aber mal gleich richtig los. Wir laufen jetzt seit 20 Minuten diesen schönen Pfad hoch. Sau anstrengend, aber wunderschön. Zum Glück im Schatten. Ich dachte ja, die GPS-Route, die ich mir runtergeladen habe, die sei mit einem alten und schlechten Gerät aufgezeichnet, weil sie immer nur so zickzack verläuft. Nee, der Weg ist zickzack. Wir laufen jetzt seit einer halben Stunde diese Serpentinen hier hoch, die immer 5 Meter so, 5 Meter andere Richtung. Aber bei dem steilen Anstieg ist das ja auch die einzige Möglichkeit. Und zickzack. Ich weiß nicht weshalb, aber Julia mag Pilzfotos. So ein schöner Fliegenpilz. Also das habe ich nie gesehen. Ja, wie man das als Kind malt. Das stimmt, ja. Wir sind jetzt rund 500 Höhenmeter aufgestiegen und auf etwa 1500 Höhenmetern. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, super schöner Steig. Der schöne Pfad geht weiter. Mittlerweile ist die Landschaft hier so eine Mischung aus Bergwald und Wiesen. Wahnsinnig schön.
Hier sieht man wieder, weshalb ich Latschenkiefern gut finde. Hier geht es nämlich ganz schön runter. Aber Latschenkiefern als Fangzäune entspannt mich sehr. Der Weg wird jetzt hier auch ein bisschen spannender. Ich bin zwar außer Atem, aber begeistert. Bergwiesen, Latschenkiefern, Ausblick, blauer Himmel. Traumhaft. Und kein Mensch. Also, schon mal Zwischenbewertung. Die kann kaum noch schlecht werden, die Route, weil die jetzt schon etwa die halbe Wegstrecke schon so toll ist, war bisher ein echter Top Super Premium Geheim Special Empfehlungstipp. Es wird noch besser. Hier das erste Mal der Blick auf unseren Ausgangspunkt, den Plansee. Und das ganz allein. Also so eine Route, das ist schon wirklich, ja, eigentlich dürfte man es gar nicht verraten, dass es so was Schönes gibt. Andererseits ist schon ziemlich mühsam hierher zu kommen. Ich will mich ja echt nicht selber loben, aber da habe ich echt eine super Tour rausgesucht. Genial. Also die Wanderkarten und Tourenbeschreibungen hier für die Gegend sind tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Wir gehen jetzt doch nicht aufs Hochjoch, der Weg führt unterhalb vorbei, macht aber nichts, ein wunderschöner Weg. Umso interessanter, wenn die Tourenbeschreibung und das, was man dann vor Ort vorfindet, mal nicht zusammenpasst, sondern man sich einfach einen Weg sucht. Toll. Ich quassel schon wieder zu viel. Das ist, weil ich mich so freue, weil der Weg so schön ist. Und wenn ich viel Freude, viel reden. Julia, darfst du ruhig wieder sagen, ich quatsch zu viel. Stimmt's? Ja. Eigentlich mag ich ja keine Gradwege, aber der Gradweg ist so genial. Man sieht ja nicht, dass es runtergeht. Und dann hat man auch noch ja, so einen Ausblick. Und Latschenkiefern als Absturzschutz. Toller Ausblick. Da mag sogar ich Gradwege. Wahnsinn. So, also tolle Tour. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ist das mein Abstiegsweg? Wahnsinn.
Das ist ja... So, Julia erzählt mir gerade, dass das hier der Zeckenwald ist. So stand das im Internet, weil es hier so viele Zecken gibt. Ich glaube, ich krempel mal meine Hose runter. Noch habe ich keine gesehen. Zecke. Es ist ja nicht so, dass wir kein Anti-Zeckenspray hätten. Aber der, wo da gerade so guckt, hat es nicht eingepackt und deswegen liegt es in der Pension. Und wir gehen durch den Zeckenwald. Aha. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass diese Zeckengeschichte, das ist wahrscheinlich von den Einheimischen erfunden worden, dass die Touris sich hier nicht hochtrauen und dieser schöne einsame Pfad für die Einheimischen übrig bleibt. Ich habe den Aufstiegsweg vorhin schon so gelobt, dass der so schön ist. Aber der Abstiegsweg ist jetzt nochmal unglaublich. Also der ist einfach genial schön. Man kommt sich hier ehrlich gesagt ein bisschen vor wie in Italien, als ob man am Gardasee oder am Comasee wandert. Mit diesen Ausblicken, den Bergen, also unglaublich schön. Also auf der Steig hier runter, das ist quasi immer noch der gleiche Trampelpfad seit 3 Stunden, den wir gehen. Unglaublich schön. Und unten ist der Touristen-Hotspot. Ist in Luftlinie nur wenige 100 Meter entfernt und allein in der Bergwelt. Toll. Vor wenigen Wochen haben wir hier unten eine Plansee-Umrundung gemacht. Da gibt es einen Weg, der nennt sich Panorama-Höhenweg. Das ist ein 6 Meter breiter ausgebauter Forstweg und der nennt sich dann Panorama-Höhenweg. Und das, ja, leider stimmt's, was wir im Internet gelesen haben, dass der ehemals geile Wandersteig hier um den See mittlerweile eine Schotterpiste geworden ist. Das ist Panorama-Höhenweg hier. Keine Forststraße. Die Tour nähert sich dem Endpunkt. Das ist die Einstiegsstelle, wo wir ins Boot heute Morgen eingestiegen sind. Der Abstiegsweg ist nach wie vor dieser wunderschöne kleine Pfad. Den knappen Beschreibungen nach, die ich im Internet gefunden habe, habe ich schon erwartet, dass es eine sehr einsame Tour ist. Aber sowas hätte ich dann doch nicht erwartet. Es ist ein unglaublich schöner Steig. Sicherlich eine der schönsten Touren, die wir im Lechtal bisher gemacht haben. Also die kommt auf jeden Fall in unsere Top-Liste im Blog mit den Top-Wanderempfehlungen. Unten ist der Link. 900 Höhenmetern, die wir jetzt hoch und wieder runter sind, endet die Tour etwas abrupt dann am Campingplatz. Und auch hier wieder kein Schild, wo die Gipfel genannt sind oder Wanderhinweise, nichts. Überraschend. Ein ganz unscheinbarer Einstieg hier in diese tolle Tour. Geheimtipp. Top. Sie hat immer noch ein schlechtes Gewissen, dass sie das Zeckenspray daheim vergessen hat. Nix. Deswegen werde ich jetzt hier so toll bedient, glaube ich. Da waren gar keine Zecken, glaube ich.
Kaiser.